Ja, stimmt. Jetzt kann ich hier nach oben. Der Hund steckt fest. Ah, ist kalt. So. So. Super. Und jetzt geht nur er hier runter. Oh nein. Oh, geh rüber. So. Aha. Ich sehe schon. Es ist nicht runtergekommen. Okay. Nochmal. Da ist eine Seele. Volltreffer. Okay. Okay, dann fahre ich halt alleine nach links. Tschüss. Ah, da ist noch eins. Ah, ich glaube, mit dem fahren wir jetzt beides zurück. Bisschen nach vorne. Okay. Was macht dieses Ding hier? Ich glaube, ich weiß es. Dass damit er raufkommt. Sehr gut. So. Jetzt kann er das auch. Hat er auch gelernt. Passt. Aha, da kann er es nicht. Da kann es nur auf die weißen Sachen. So, und jetzt. So. Oh. Ah, vielleicht bleibt er dann hängen. Ja. So. Oh oh. Ja, passt. Komm schon. Oh. Er kommt dann nicht durch. Er kommt dann nicht durch. Ich glaube, ihn muss ich jetzt hier so hinlegen. Sitz!
Geschafft. So, jetzt ist er dran. Nein! Mach auf! So, wir geben ihn einmal nach unten. Gut. Probieren es noch einmal. Nein. So. Hat wieder nicht funktioniert. Sehr mysteriös. Hat geklappt, jetzt komm rauf. Aha. Und eins. Und zwei. Hä? Doch, was macht der Hund jetzt? Ah. Alles ist lebendig. Now we spend all our time out in nature. You get very intimate with the world. And over time, if you're living that life, you start to sense that everything has a spirit. There's a consciousness in everything. Everything is alive. If everything is alive, then we want to respect it. And if we're going to use it, we want to use it respectfully. What I try to tell my nephews and nieces, you know, you love to hunt, you have to take care of the animals that you catch, preparing the food and eating the food that you catch. Water provides you. The ice brings you life. It provides all those things that you need to be a part of your life. That was something I grew up with. I grew up respecting the animals. I grew up respecting the land. And that, to me, that is why we as Iñupiat, as an Iñupiat culture, as an Iñupiat people, is why we're so successful. Ich glaube, ich muss hier lang.
Aha. Aus dem Wasser aus kann ich nicht schießen. Volltreffer. Es geht nicht. Ich muss das Wasser von oben stoppen. Könnte das funktionieren? Space halten, um schneller zu schwimmen. Okay. Aber er springt nicht hoch. Ah, mit rechter Maustaste geht's ja so ab. Dann bin ich hier wohl noch falsch. Ich sehe schon, der Hund muss da oben rauf. Los, 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 los. Kann er nicht. So kann er nicht. Er muss springen. So. Okay. Da rechts ist nichts. Noch ein. Nein. Wer teilt, überlebt. I think most central to the ideology of the Iñupiat is the idea of sharing. Being able to feed the community, feed others. That's why we hunt. You know, in the old days, that's what you needed to survive. You know. The sharing is important because it's how the community survives together collectively. We just give. That's how I grew up. That's the way I'm always going to be. Because of who we are, we always think about other people first. If our people didn't share in the old days, we wouldn't have survived in this harsh, climate, environment. So. So. Schießen wir das ab und bekommen das, was wir brauchen. Wow. Ja. Okay, okay. Jetzt ist Nacht. Oh. King Island. Big Diamond, Little Diamond, and King Island. And in those three islands are the stepping stones to get to America. So King Island is this absolutely beautiful place off the coast of Alaska. And if you can imagine being on this really kind of rocky island that kind of shoots up from the water to these cliffs. And then all of a sudden you see these stilts and then you look up and there are these houses. They were built on the cliff up high because of the ice. Being an island in the Bering Sea, you have ice that's being pushed by the winds onto the island. So it's going to pile up 50, 60 feet high.
Structures are still there today, and people have returned to King Island. It's a growing community as the people return back to their island. Okay. Scheint nach einem verlassenen Dorf aus. Oder kaputt. Keine Ahnung. Tamna nunakek inyit kingainykso. Tainaptaak pingabulugo. Ibiaksiakalulum ay makaviatun. Nicht geschafft. Ich sehe es jetzt. Als ob. Alles wackelt. Polarlicht. Im Hintergrund konnte man es ganz leicht sehen. Oh. Kigokayat kaumaktit kat nunakek. Oh. Spring! Komm schon! Oh. Ich muss schnell wechseln. Oje, oje. Muss ich darauf? Ja. Aber der Hund schafft es nicht. Der Fuchs, Entschuldige, der Fuchs. Wie? Oh, doch. Nordlichter. When I was young, my mom, whenever the Northern Lights came out, she'd just whistle. Boy, they come alive. Just keep whistling and that aurora will just like, you know, you can almost hear it. And then she explained to me a little bit later that those are children, and children who've passed away when they were children. You don't want to draw them in too much, you know, is what she said, because then they could play football with your head, play Eskimo football, and that's what they want to do. They're always playing, those children up there. Don't play out without your hood on. If you don't have your hood on,
the Aurora person is going to come down and chop your head off and play ball with your head. It wasn't like they were trying to do bad, you know, or it was like a scary story or anything like that. It was just that's how it was. That's what it was.